Veränderung geben hier bei uns. Heimat und Rainer sind beide gehängt worden, eigentlich im Bett und der andere für Schüler und heute beide nicht gut. Und dann hat sie erst gesagt, Heide wo die wollen Kaffee gucken und Rainer nur Kürbis zum gucken und dann vielleicht links wieder um Bilder mit einer Tessie jetzt auf dem Osterlin zum Zucht. Herzlichen Dank. Hoffentlich lenkt du Herr an die Tau auf die Besuch, wo wir uns brauchen. So, nun fangen wir ganz kurz an. Wir haben unsere Jahreshauptversammlung in Februar. Da hat verlebt ganz ruhig und wunderbar, hat geklappt, meist wie immer, weil der Kotzig hat man von Norwegen gebeten Zeit von den Urlaub. Ja, sehr schön. Ohne Film. Und dann haben wir unser Museumsabonnement am 3. Monat, also im März, noch weiß bin ich. Und das machen wir einmal nicht durch und dann Museumsabonnement, also Steuersport, Heimat und Rainer, weil wir öfter hatten, der hat dann immer Freizeitbuch oder der immer wegscheuen. Und die Beteiligung an Saubermorgen ist auch schön. Und da war erst in Kaffee getrunken, da war geplaudert, war natürlich auch Arbeit. Also, du denkst, das war nicht. Dann haben wir am 30. Feiert bei dem Museum dort, zur Konfirmation. Das wird ja auch recht schön angenommen worden, aber Günther und ich da wäre schön Löffel. Wir haben uns gefreut, dass wir da die ganzen umsonst werden. Am 1.12. haben wir einen Kanzlerpunkt, denn das kam für uns der Billett wohl den 1. Mai. Und am 26. haben wir unser verschiedene Konform mit der Keller. Da wäre dann 30. Monat. Sehr schöne Beteiligung. Und Kassen hätten wir Präsent gekriegt und Cruz hat sich damit dann beteiligt. Also nicht, weil das nur vereinzelte Beteiligung von Cruz. Ja, und am 7.6. da ist die Showklasse die Hesse, die uns mit die Dörrershow. Oder Martin Fritz, glaube ich, mal sehen. Ja. Und ich war da, die haben uns, da haben einen Fragebogen und 2 Kinder hatten Fragebogen kriegen und die haben uns Fragen gestellt, die wir beantworten mussten. Ob wir das ehrenamtlich glauben und ich kann die beantworten. Und wir haben das beantwortet, ich denke, über alle Antwort. Denn da wir kein Inzid nehmen für die Kinder und eine Spende kann, halt wie Bein, soll die Karte kriegen. Und eine Chor, der hängt jetzt im Museum, der Chor, der hat sie alle unterschrieben und der hat wieder Schimmer links. Ja, bestimmt nicht. Dann habe ich das Kasten Berlin kriegen. Der Kasten Berlin, der Martin, der kann den mal erst mal mit und den Hobby, die werde ich nicht mehr wieder. Ja, und dann unser Ringbienen, wird das jetzt auch scheuen. Wir haben Schweineluft, das ist ganz was anderes. Also klappt ja. Ich möchte mich eigentlich bitte Halbers bedanken. Natürlich auch von Halbers, der hier gewesen ist. Auch in Noberstadt habe ich Drogen nach Norden Style. Vielen Dank an die Novas und die Bekannten. Ich war kein Verleben, sonst vergeht ich ein. Und dann wäre das so. Ja, und das Hinten wäre recht schön, wenn gute Beteiligung und das Wetter wäre auch schön. Just wenn wir da haben, die Wetter und haben wir mehr so verteilt. Ja, und so wie hier im Erntedankfest, ich denke, beim Stadtbad gut verleben, als Dornemol, an der Halbers, und vor allen Dingen, wie Gündi bedanken. Gündi, du bist immer für uns so und für das zur Verfolgung, das ist nicht selbstverständlich, darf man das sagen. Schönen Dank für die ganze Aufmerksamkeit. Nee? Ja, sonst hat diese neue Schule immer die Eggstedter für uns, also die Großeltern und die in Frankreich, weil wir wiederholen, in Frankreich eigentlich die Ärzte.
Und das ist nur orientiert. Ob sie nur 19 Wellen oder später sind noch krank geworden. Ob sie nun wechseln, kann ich nie sein. Ja, und sonst bin ich ja nicht über nur noch von den Ablauf verteilen. So, kommt Heiko Kroll kommt nachher und verteilt, das ist ein Wort, und verteilt und beten wir. Und dann kommt nachher, kommt noch her, und die Kinder, von den Hasse, die Tänzergruppe. Und wir wollen erst um 2 kommen, oder hätte sich ändert, dieser Hochkleid mit den Kindern, die Gott für Krankenschwester, und dann haben die ganz hin, und wir froh sind, die so nur noch kommen. Früher, so nur noch, dann die Flexibel. Nee, das ist, und dann, die König hätten wir sein, ans Tor, wo es können, also, bei der Bruce, der ans Tor. Ja, und wenn dann irgendwie flog, dann würde ich mal bilden, haben wir das gesprochen. Natürlich, ärgert uns, weil er vergeben oder vergeben, die vergeben, aber nun hängt er irgendwie, hat den Mangel mit unserer Verhörigkeit von Heimat und Kulturverein war immer weniger, vor allen Dingen für alle war weniger. Und ich würde sagen, dass die Fische kriegen und vor allen Dingen auch in Fässern gehört wird. Hat bei dir immer klappt, hat eine große Erfahrung und vor allen Dingen auch wie unser Bürgermeister, aber trotzdem möglich bedenken, wenn wir irgendwann werden, können wir dran zurückkommen. Und er jetzt immer nur das, aber am besten ist es für mich, wenn ich mit dem Zettel um die Ecke komme. Dann muss ja alles in Dörte wohnen. Ich möchte noch voll runterkommen und ich denke mal, das auch. Wenn der Zettel kommt, ist ja meistens ein Antrag, der ein Terschutzgrund war. Die geht natürlich Bayern, wo wir können, das ist jetzt die Bürgerstiftung relativ einfach geworden. Ich sage aber auch unter Lothar, Vereine sind auch kein Sportcard. Ich weiß nicht, was sie auf dem Konto hat. Und dann bekommen wir natürlich immer mal reden. Ja, erstmal Dankeschön, dass du das Erntefest hier wieder sprechen und das ist dann Juni Ohren, wo ist ja die ganze Veranstaltung aufzählt. Und wenn dort die Gäste kommen und vor allen Dingen, wenn sie zahlreich kommen, das ist dann Juni-Bestätigung und Juni-Ohren, die du dann so innehmen darfst. Wenn du nun ja auch die Ohren kriegen darfst, so wie das in Fort ist, und dann den Rückblick vom Jahr, das freue ich so in der Ehe, das war ja ganz fantastisch. Und im März kann ich mich kaum an erinnern, dass wir dann mal hat, aber dann muss immer eins so zwischen Regenperioden vor ins Fort fahren, das kann man muss sich das meist von der Koppeln gut planen. Aber Modabus halt war ja immer gedeckt, also verdreut ist das ja absolut gar nichts. Und Russen ist das auch, also so ein Kaulkopf kann es nicht sein. Und auch das, was noch auf Land ist, also der Mais, also das, was da in der Melkhandstall kommt direkt Lüpfer, da irgendwo ganz in der Ecke kommen, ja. Wenn ich die Koppeln so sehe, also den Mais, Hochgriff und Helf und Kolben wie selten eigentlich. Und das erste ist ja auch in Fort, der Sturmheiler, der in der Sorge und den Tausend und umknickt und deswegen muss er da voranfahren. Kartoffeln und großen Blutbilierer schnacken und der Räubenfelder weg, mit der eigentlich erbracht war, auch ein bisschen gut waren. Ja, ich habe mir so, hätte ich an die Naturfahrt so in der Hand gelegen, wo so ein bisschen was dumm da irgendwie, wie so das dann 2050, wie schade die Menschheit ernährt war. Die Bevölkerungszuwachs, wie uns stagniert das so ein bisschen, aber weltweit, das ist ja enorm. Und gesagt, der Ertrag, der von den Feldern drauf war, muss jährlich um 1% stiegen. Das hat in den letzten Jahren immer funktioniert. Ich weiß auch, dass schon vor 20 Jahren gesagt worden ist, wenn so viele Leute dazukommen, wie schon wieder ernähren, und das hat noch immer geklappt. Aber die Ressourcen sind ja nie unbegrenzt. Also auf der Welt ist so 21% von der Fläche, aber eher ist Wohler. Scheu für die Angler, aber was denkt man von der nicht mehr?
Gut, die Fischer sind natürlich auch gut unterwegs und landen auch gern Fisch an. Und 1% von der Fläche sind bebucht, Ödland, Wüste oder Gebirge, wo auch nichts angebaut werden kann. 8% sind Wald und 7% Grünland und nur 3% von der Erdoberfläche war von Ackerbau genutzt. Das ist natürlich über die Fläche nicht viel. Und von der landwirtschaftlichen Fläche war von der 3% Ackerbau war 71% bei der Ohren war für Futtermittelohren, nur 18% für Nahrungsmittel, die wir uns direkt auf den Tisch kommen, wie die Kartoffeln und so wieder. Und das Getreide, wo wir nachher das Brot von essen. 11% ist Biomasse oder gerade in der Industrie, also Ethanol, Benzin und so drin da. Und mit den 1% kann ich ja noch sagen. Die Wertschöpfung der Landwirtschaft jetzt global gesagt. Die wird ja global denken, kommen wir ja nicht umrum. Wenn in Russland eine Krise ist, in China eine Krise ist und ich konnte nichts mehr, geht unsere Bauern da auch nicht mehr gut. Und die Wertschöpfung weltweit, die ist von nicht nur sämtlich von 0,7% auf 2% Russen in 2015. In Dithmarschen ist die Wertschöpfung, vorher wahrscheinlich die Landwirtschaft, die große Wertschöpfung ist lang schon Abfluss von Tourismus. Also der Tourismus in Dithmarschen war mehr Geld verdient als in der Landwirtschaft. Und das sind ja immer weniger Bauern, die wir haben. Der Strukturwandel bringt das ja einfach mit sich. Ich habe nicht getan, Susti hat ein Bauer noch Samtheim Personen ernährt, nicht die Wegen und Susti und 2015 schon 156 Personen. Liegt natürlich damit an, dass immer weniger Bauern, immer mehr Landwirtschaft. In Deutschland ist die durchschnittliche Höfegrade 60 Hektar. In Schleswig-Holstein ist das immer so 75 Hektar. Ich denke mal in Dithmarschen war das wahrscheinlich sogar über 100 Kronen, aber das so ein Gefeuert ist, kann ich hier nicht bedenken. Was mich ein erstaunt hat, ist, dass in der EU die Höfegrade durchschnittlich, ich glaube, 15 Hektar ist. USA liegt ganz früher, der hat 108 Hektar. Und Nordamerika, Südamerika ungefähr wie uns in Schleswig-Holstein, auch mit 75 Hektar. Aber wir sind 50% Klein- und Kleinstbetriebe, also ungefähr Afrika, Asien, Durchschnittsgraden der unter 3 Hektar im Durchschnitt liegen da. Und Großbetriebe weltweit, richtig große Betriebe sind nur 30%. Aber was ist der größte Arbeitgeber auf unserer Erde, ist die Landwirtschaft. 30% der Weltbevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Das ist natürlich dort bedenken, das ist bei uns hier nie so, obwohl du ja alles mitwirken musst. Du musst ja auch den Landhandel mitwirken, du musst die Werkstätte, wo die Maschinen repariert werden, mitwirken. Aber trotzdem ist das hier bei weitem nicht so, aber weltweit sind 30% der Bevölkerung, die in der Landwirtschaft arbeitet. Und ich würde sagen, wieder geht, wenn wir jedes Jahr 1% Tauwachsgruppe wieder Erträge, weil ich nie wieder mit ökologischen Landbau, Biolandbau kommen, wie das jetzt immer mehr, immer nur gefordert war, denn dort sind die Erträge doch deutlich geringer. Und andererseits, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht denken kann, dass Deutschland der Agrarimportland ist, also was mehr importiert als exportiert. Und das ist sogar in der EU so, dass mehr importiert wird als exportiert. Also wie wird bereits zwar auch von hier so ein Export, aber im Verhältnis eben noch mehr importiert waren, sonst woher. Ja, da muss man so ein bisschen, wie gesagt, vorhin die so verlieren in Hand und ich fand das eigentlich ganz interessant und passt hier auch gut zu den Erntedankfest und just
Landwirtschaft hat auch ein ganz tolles Kapitel in unsere Lieder Chronik, die jetzt bald fertig ist. Ich weiß, dass einige sagen, warum du das so lange, wie kann das angehen, dass du das so lange rumwurschen und darüber, wer das wirklich in der Hand hat, hat ganz völlig Verständnis dafür. Und das ist alles ehrenamtlich und wie wird ja möglichst keine Fehler machen, das war die ganzen Kollegen, das vielleicht hier und dort noch ein Kind, wenn das kann bleiben. Ich darf dafür sagen, dass wir jetzt von der Korrekturlesung wie ohne Ende noch uns aber nochmal Rechtschreibung und so wieder Faxfirma mit Enker, die kommt oder ist jetzt relativ früh. Wir haben jetzt noch vor ganz blöde Änderungen, kriegt jetzt auch noch einmal rüber und Ende nächste Weg geht es schon drucken. Und wenn die Drogerie nichts zwischenkommt, dann haut unser Wort Weihnachten war. Ich habe immer gerne über Weihnachten gesagt, aber jetzt kommen die Leute dann durch über Weihnachten. Und du kriegst dann Werk für einen Preis, das ist unglaublich. Also das ist aber wirklich die ehrenamtliche Arbeit geschult und da war ich schon anders, normal schon anders nehmen, wenn wir fast das nochmal in der Vertretung. So, uns alle zusammen, mit nochmal bin vergnügte Stunden hier, bin groß und auf Heiko Klohl können wir uns dann einmal freuen, der bin jetzt auch Plattisch bestimmt total war. Und ich habe von der Zeitung gelesen, so kommt das von Tanz. Also ich kann das selber gut lesen, als wenn die tanzen schon, aber wenn wir rumkommen, war uns Kopf. Dankeschön. Und wir geschrieben wir gewohnt über bloß auf Hochdeutsch. Platt Thomas bloß schnacken. Du hast platt schnacken und platt schreiben, das sind zwei Verschiedene. Ich habe mir also erstmal klar gemacht über die plattdeutsche Rechtschreibung, was habe ich gut gefunden, die Giftfaktorie. Wo hat man hier mit dem Namen Johann Sess in den 50er Jahren plattdeutsche Feuerwehr gut gebracht, aber das ist nie verbindlich geworden. Das muss man sich mal feststellen. Da gibt es was in Deutschland, wo da keine Regel und keine Verordnung und kein Gesetz für gibt. Namenstag schreiben, wo man plattdeutsch richtig schrift. Und dann kommt der Jörg noch tell, da hat meist so viele unterschiedliche Orten von Platt gibt, als er Dörpers gibt, in der Plattschnack wart. Ich lebe zum Beispiel im Windbagen, wo man die 15 Kilometer von der Dörp weg ist, in der ich abgerufen bin, also ich habe Migrationshintergrund. Und als Flötenstagel habe ich gelernt, dass man Tumören wuddel sich. Wuddeln mit U. In Windbagen sagst du was woddeln mit O. Weil die was sagt U? Woddeln. Richtig. Nu sagt der Windbager, dass ich den falschen Nomen für das Gemüsebuch. Die Leute, wo der Dörp, wo nämlich abwussen bin, sagt der Windbager, muck das verkehrt mit der Woddeln. Nu kann man sagen, beides ist verkehrt oder beides ist richtig. Oder man kann Bisas notieren. Und dort steht Wörtel, Klammer ab, Wörtel, Schrägstrich, Wuttel. Aha, Klammer Tipp. Nur das hat also kein Dörbrech. Was ich auch was mit Bestimmtheit sagen kann, ist, dass sich das kein Bieten ob den Geschmack von den Gemüsedingers gut wirkt, was man zuerst sagt. Wutteln, Woddeln, Wörteln und Wörteln schmeckt just so als Wuddeln und Wuddeln mein Lieb. Nun hätte ich mir also überlegen muss, was ich tue. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich mich an die Trekensendung mit Hauptdeutsche holen und dass ich Platz so schreiben darf, dass ich das schnacken darf. Mir hat das als Kind jemals eine Löckers, wenn die Strom zusammen trocken, wenn ich das plattdeutsche Wort mal lesheft, dass man was Mol und schnacken schon. Warum schreibst du die Kriegsmol, wenn sie doch Mol und nicht mal meint? Das ist Plattlüt und kein Französisch. Mit der Wort Fagel für Vogel und Knaken für Knoten ist das just so düsig. Was man noch wegen schuld ist, dass die Durchkassen hier in der Dithmarscher Landeszeitung gut kommt, darum geht es in wenige Geschichten auch um Deutsch und das und diese Region. Und was auch, wenn man nie um Dithmarschen kommt, ich weiß nicht, hier ein paar gutwertige Sinn von du. Dann kann man das auch lesen, und dass man von bliebenen Schoten nur behält. Läufig jedenfalls. Ja, und du wünsche ich dir viel Vergnügen mit der Vermutung.
Der allererste Döschkasten, der habe ich im Februar 2011 in der Zeitung gehabt. Und der hat einen Reispankaugen und gut gehut. Also der Geschichte hat immer einen Titel, aber dann druckt sie nicht ab in der Zeitung, wieso das so ist, da kann ich nicht vertellen. Also ich weiß das auch nicht. Die Leute am Beten öfter Geburtstag feiert, habt ihr probiert nie zu verkaufen, was ein Döschkasten und Hochdeutsch Dreschkasten ist. Das ist eine Maschine, wo oben was drinsteht, dann döscht ihr aber ruht da ab rum und innen kommt was anderes vor der Rut. Vielleicht mal ja, wo man für den Anfang nicht reden. Nun ist es ja so, dass wie viele Socken, die wir jeden Tag im Fernsehen und anderwegs vertellt kriegen, einfach so hinnehmen dort. Ohne darüber nur zu denken, wo mal die Krumm um uns rum ist. Und das schall an dieser steht anders wegen. Wir kicken genauer hin, wie das, was uns so ein Alltag über den Weg läuft und der Sturm geht noch rum. Muss eigentlich, was der Achterin noch über ist. Den muss man nur kicken. Ist nicht lange her, da hat mir Madame zu mir gesagt, dass ich ruhige Hut habe. Ich schaue mir wohl mehr mit Creme in Schmeiern, hat sie gesagt. Einer Lauder kennen wir denn mit so einer roten Plastikbuddel in den Hus, der hat sie mir hingestellt. Nur duschen, soll ich der Typ drugen. Als ich tauche und dachte mit Duschen treff war, habe ich mir die Buddel erstmal genauer bekeken. Body Repair stand da oben. Also Körperreparatur. Na nun habe ich gedacht, das mit der guten Fell kann ja angehen, aber was das mit liefen Reparaturen neu die haben, da sind doch abends oder hinheuert. Naja, an der einen oder anderen steht, sind vielleicht ein bisschen mehr als Mut. Aber was da ich repariert war, muss das gefallen, habe ich betrügt. Zumindest jedenfalls. Ich habe mir den Buddel wieder bekeken. Mikro-Ahornsaft, Schule Binnen. Was ist das denn? Ist das Saft von ganz blöden Ahornbäumen? Da kann man vielleicht Sirup für ganz blöde Pannkauken gut machen. Reispannkauken vielleicht. Also tun Pannkauken verreisen. Oder die Eggpannkauken. Man kann doch was auch gehalten, ganz normalen Pannkauken eten und dann ganz ohne Sirup eten. Das ist halt auch schlank und ist sogar billiger. Auf der Buddel wäre noch zu lesen, dass natürlich Geld gegen Spannungsgefühle wegen schon. Ein von den Maggers haben mir just erzählt, dass er oft lahm mit seinen Kollegen auf der Arbeit hat. Das Betriebsklima wäre nicht so gut, hätte sich. Vielleicht wäre da so ein Ort von Spannung mit meint. Und hey kommt was mit dem Buddel abstellen. Dann stand er noch ab gegen Austrocknung. Na, gegen gut Drücken, wo es nicht was bitter ist. Ich habe mich dann gegen die Ruhe geholt, noch ein bisschen mit Melkfett entschmiert, habe mich antrocken und dann einfach und krabb. Mit Magger seid ihr an Tresen. Ich guckt mich ein bisschen schief an, als ich an der Buddel mit der Feuer für den Nähe gestellt habe. Hier, nimm mal mit zur Arbeit, da war das Betriebsklima wieder von. Dann habe ich beiden uns wirklich gut Drücken bestellt und wegen der Ruhe geholt, hat mich Madame auch nichts mehr gesagt. Ja, also heute habt ihr richtig Glück gehabt mit der Luft, muss ich mal sagen. Ne? Gestern hätte er ganz anders gut sein. Ich habe gedacht, na, weil er nie in Scheibenregen. Und in der letzten Zeit, so was habe ich früher meist gar nicht gehört, da hört man immer öfter im Radio was von Unwetterwarnung. Und da habe ich mich mal gefragt, was ist Unwetter? Von Tau waren sie im Radio für Unwetter. Oh, was ist das überhaupt? Wir kennen Gaudet-Wetter und Schiedwetter. Warmet-Wetter und Wetter, das so kalt ist, dass die Moors erfriert. Sonnenschein, Wind und Regen habe ich ganz belebt. Oh, was zum Dübel ist Unwetter. Wenn was mit Un anfängt, dann meint er doch eigentlich immer das Gegenteil. Wenn ein Klauch ist, dann weht den ganzen Bach und wenn er nichts weht, ist er Unklauch. So kenne ich das. Ist Unwetter denn kein Wetter? Was trägt man denn an, wenn das mal an einem Tag kein Wetter geben darf? Untüch vielleicht? Ich weiß das nicht. Richtig was beleben kann man, wenn man als Kerl mit einem Fruh über Farben anfängt zu schnacken. Was Mensch, soll ich heute oben den schwarzen Antrag antrecken? Ob sowas kriegt man denn zu heuern? Der ist nicht schwarz, der ist blau. Was man denn antrecken soll, wird man als Mann jemals noch nie. Vielleicht schon mal fragen, was man denn unschwarzen Antrag antrecken soll. Muss ich mal versollten. Was Farben angeht, da wird die Fußspiel irgendwas, wo man als Kerl die echter kommt. Bedenkt gibt das kein Lila, sondern Fleder und Aubergine, kein Grün, sondern Olive oder Mint. Vielleicht schon man die Schabtüch gar nicht nur die Farbe fragen, sondern einfach fragen, soll ich diesen Antrag antrecken? Dann sagst du wahrscheinlich, nee, schwarz passt nicht.
Wenn sie selbst dann was nur so und antrecken frucht, dann war das gefährlich. Da kommt nämlich Frugen gut erst, sag in der kleinen Gig gut. Ja, was schaffst du aussehen? Sagt man, ne, der ist ganz schmuck. Dann sagst du, das ist echt bloß so. Und dann geht die Diskussion los. Sagt man was, ja, da hast du ein Moors als ein Pferd, dann ist es der Glauben. Da hat sich Adam und Eva sicher auch alle über in den Ohr kriegen. Machst das Fliegenblatt liegen an mir? Weiß nicht, ist das Olive oder Mint? Vielleicht schon mal sagen, trägt man lieber was anderes an, das schaut Unwohl ergeben. Im März von dieses Jahr hatte ich ein Stück in der Zeitung Erleichterung. In Deutschland beschwert man sich hier so gern. Ne? Das ist ein richtiger Volkssport bei uns. Wenn ich nicht wiederkomme, dann beschwere ich mich erstmal anständig. In jedem Supermarkt steht jeden Tag zumindest ein Kunde mit einem Paket unter den Arm. Den habe ich gekauft und das ist ganz groß schick und eben kann man sich bei you beschweren. Und da gibt es wahrscheinlich kein einziges Reisebüro, in dem sich die Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Kunden beschwert haben. Die Betten wären zu hart, das Eten wäre nichts, das Schwimmbecken wäre zu warm. Habe ich nur mieten. Für das Hotel wäre ein Buch steht, die Pyramiden wären viel zu aulen und der Pfleger erst, ne? Ja, so ist das. Von das Mecker für alle, die sich beschweren will, habe ich gewusst von die Schneck, die Ämter. Das einerlei, was für ein Amt das ist, mit den Ämter beschwert sich die Deutschen am liebsten. Und Tor über Angst und über Jägen. Und nun will ich mal was verraten, wie ein blödes Geheimnis. Ich beschwer mich ja lang nie mehr. Ist das Leben nie schwor genug, bin ich nie viel zu schwor. Wieso soll ich mir denn noch schworer bucken? Naja, das hängt eigentlich, beschwer ich mir doch ab und zu, was ich nötig anders. Ich sag doch nicht beschweren tau, ich sag doch erleichtern. Also Lichter bucken. Die Spruch ist ja ein gewaltiges Instrument und wenn ich muss man einfach mal darüber nachdenken, was man so eigentlich sagt. Darum ist das auch mein Tipp an you, wenn you mit was nicht zufrieden sind, dann denken die liegst du über, muss ich mich kurz mal beschweren, denk lieber, durchwarten die Gelegenheit mal über erleichtern. Man freut sich mit den Gedanken erleichtern, als wenn man an Beschweren denkt. Und wenn Sie dann im Supermarkt, ob Amt, im Reisebüro oder sonst was sind, dann sagt ihr einfach, schon um der komm vorbei, um mich wie sie mal anständig zu erleichtern. Man muss sich dann auch was nie in den Sinn erleichtern, als man da dort Tante Meier da. So wie in den einen oder anderen Fall, auch, du war da gucken, Fischbruchspitze erleichtern.